Ja, servus Leute, Raidboss Nunu hier mit einer weiteren Folge und heute gibt es mal wieder ein Infovideo. Wenn ihr erfahren möchtet, wie das Gildenpad funktioniert, welches Pad ein Gildenleader als Gildenpad auswählen sollte und warum jeder Spieler unbedingt sein Gildenpad leveln sollte, dann bleibt gerne dran. Ja, hier wird jetzt gerade Verbindung gestört angezeigt, das ist aber gar nicht schlimm, denn ich gehe jetzt wieder in den Präsentationsmodus. Ja, heute soll es wie gesagt um das Gildenpad und auch um die Hydra gehen. Diesbezüglich, wie das Ganze funktioniert und wie man das am besten spielt. Zunächst einmal die Voraussetzungen, die benötigt werden, um ein Gildenpad zu rekrutieren. Eine Gilde braucht also mindestens 10 Mitglieder, damit das verfügbar ist. Der Leader muss mindestens Level 150 sein und ein Pad haben, das mindestens Stufe 100 ist. Dann hat man hier diese Anzeige, kann eins auswählen, zum Beispiel hier das Zehnaug, und kann dann loslegen, die Hydra zu bekämpfen. Wie berechnen sich denn die Werte des Gildenpads? Die Berechnung richtet sich nach den Top 25 einer Gilde und zwar nicht nach dem Level, sondern nach dem Schadensattribut, also die oberen 25 Spieler mit dem höchsten Schadensattribut. Früher war es ja so, dass in der Gildenansicht die oberen 25 ausgewählt wurden und das ist ja nach Level geordnet. Manche haben dann diesen Offiziertrick angewandt. Das ist aber wie gesagt nicht mehr notwendig, da das Spiel automatisch die Top 25 nach dem Schadensattribut nimmt in die Kalkulation. Und die Kalkulation sieht wie folgt aus. Das Maximallevel, was das Gildenpad im Kampf haben kann, richtet sich nach dem Durchschnitt der besten 25 und die Attributspunkte des Gildenpads sind die Summe der besten 25 geteilt durch 10. Also hier in der Ansicht seht ihr zum Beispiel, da habe ich mein Gildenpad auf 410 gelevelt, aber das Maximum ist bisher nur 402, berechnet nach dem Mitgliederdurchschnitt der besten 25. Um euer Gildenpad zu leveln, könnt ihr für 12.500 Gold und jeweils 2 Mushrooms 5 Level hinzufügen. Upgrades, welche ihr über dieses Level bringt, haben erstmal keinen Effekt, da kommt dann diese Fehlermeldung. Ihr könnt es aber trotzdem steigern, quasi als Puffer, wenn dieses Durchschnittslevel höher gesetzt wird, dass euer Pad im Kampf dann auch automatisch höher ist. Das absolute Max-Level ist 600. Ihr könnt also hingehen und euer Pad auch direkt auf Level 600 machen, wenn ihr das wollt. Und habt automatisch immer das maximale Durchschnittslevel für die Gilde. Und wichtig ist eben, dass jedes Gildenmitglied das Gildenpad auf das Durchschnittslevel der Gilde erhöht, um das Maximum rauszuholen. Auch wenn das Gildenpad dann schon höhere Stats hat durch den Gildendurchschnitt, ist es ja trotzdem so, dass sich ja Schaden und Leben bei Shakes & Fidget auch basierend auf dem Level berechnen. Das heißt, auch wenn euer Pad gute Stats hätte, aber es nur Level 1 ist es natürlich im Kampf viel schwächer, wie wenn ihr es auf das Durchschnittslevel der Gilde erhöht. Wenn ihr in eurer Gilde also sowas seht, dass jemand sein Gildenpad immer noch auf 0 hat, dann gebt ihm einfach bitte den freundlichen Hinweis, dass es bitte hochziehen mag. Auch als Free-to-Play-Spieler, klar, Pilz ist schwierig, aber macht das unbedingt, denn es ist auf Dauer ein wichtiger Bonus. Mit dem Gildenpad wollt ihr ja gegen die Hydra kämpfen und die schauen wir uns jetzt auch noch genauer an. Jedes Gildenmitglied kann einmal pro Tag die Hydra angreifen und bei einem Sieg gibt es einen Bonus auf den täglichen Geheimauftrag. Sieg heißt, dass ein Spieler die Hydra köpft, danach kommt die Hydra mit einem weiteren Kopf und ihr erhaltet für jeden Kopf, den ihr der Hydra abgeschlagen habt, 25% mehr XP auf den Geheimauftrag. Und auch wichtig zu wissen, der Bonus bezieht sich auf die Hydra vom Vortag. Wenn ihr es an einem Tag mal nicht schafft, die Hydra zu besiegen, erscheint sie am nächsten Tag mit einem Kopf weniger. Also wenn ihr an einem Tag mit der 10-köpfigen Hydra zu kämpfen habt, die aber nicht schafft, hat sie am nächsten Tag wieder 9 Köpfe und ihr könnt wieder die 9-köpfige auf die 10-köpfige machen zum Beispiel. Und das Ganze mit der Hydra-Belohnung sieht dann so aus. Habt ihr hier den Geheimauftrag und wenn ihr mit dem Maus über die XP-Belohnung geht, seht ihr hier den Bonus, den ihr von der Hydra bekommt. In dem Fall ein Kopf mit 25%. Und für jeden
einen weiteren Kopf, wie gesagt, wenn er nochmal 25% hinauf addiert. Ja, die Hydra wird mit jedem Kopf, der ihr abschlagt, stärker. Seht ihr hier, das ist eine Grafik aus der SF-Taverne. Die steigt also im Level, kriegt mehr Main-Attribut, mehr Leben und so weiter und hat sogar unterschiedliche Klassen. Da sage ich gleich noch mehr dazu. Das ist nämlich wichtig für die Auswahl vom Gildenpad. Ja, falls ihr nun Gildenleader seid und ein Gildenpad auswählen wollt, schauen wir doch mal an, wie sich das denn verhält. Zunächst mal ist es so, dass das Element eines Pads, das Level eines Pads, außer dass es Level 100 sein muss, oder das Habitat des Pads, also wie weit unten das ist es so, dass das keinen Einfluss auf das Gildenpad hat. Letztlich ist nur entscheidend, welche Klasse das Pad hat, denn das entscheidet das Main-Attribut des Gildenpads. Zum Beispiel hier der Stonor, der hat ja das Krieger-Symbol und der hat Stärke als Main-Attribut. Das heißt, wenn ihr den nehmt, hat euer Gildenpad auch Stärke als Hauptattribut. Wenn ihr zum Beispiel also ein Krieger-Pad haben wollt, ist es nicht wichtig, welches Pad ihr genau nehmt, da könnt ihr nach persönlichen Vorlieben gehen, sondern nur eben, dass es ein Krieger-Pad ist. Ja, warum ist es denn genau wichtig, welche Klasse das Pad hat? Wie gesagt, wir haben ja hier die Hydras und die haben ja auch verschiedene Klassen bzw. auch verschiedene Main-Stats. Und es ist immer besser, das Gildenpad zu nehmen, das das gleiche Main-Stat wie die aktuelle Hydra hat. Das ist einfach effektiver im Kampf. Das hängt damit zusammen, dass das Gildenpad in der Regel immer einen höheren Main-Stat als die aktuelle Hydra hat. Und wenn Klassen mit gleichem Main-Stat gegeneinander kämpfen, dann wirkt das nicht nur als Offensivattribut, sondern auch als Defensivattribut. Das heißt, man reduziert gegenseitig sich das Main-Stat. Die Kämpfe dauern irgendwie länger, man teilt mehr Schaden aus und das ist wohl, hat man ausgerechnet, einfach effektiver im Kampf gegen die Hydra. Und interessant zu sehen ist auch, dass ab Hydra 15 ihr immer ein Krieger-Gildenpad nehmen könnt. Denn wenn ihr schaut, Hydra 15 ist ein Krieger, 16 ebenfalls, 17 ebenfalls, 18 ist ein Battle Mage, also auch stärker als Mainset, 19 Krieger, 20 Krieger. Bei Hydra 20 ist es dann wohl auch so, da hat man dann die unzähligköpfige Hydra, die kann man dann immer und wieder besiegen. Da ist es dann einfach so, wenn er die besiegt hat, kommt ihr dann einfach wieder und wieder, aber er kriegt wohl jedes Mal dann trotzdem 25% mehr Bonus XP. Das also dazu, welches Pad ihr als Gildenpad auswählen wollt. Dann gibt es auch noch ein Achievement, die Dehydration, also dass ihr der Hydra den entscheidenden Schlag gebt, um sie zu köpfen. Um das zu bekommen, müsst ihr euch einfach nur mit der Gilde koordinieren, dass wenn die Hydra nur noch wenig Prozente habt, dass ihr dann dran sein dürft, um den entscheidenden Schlag zu setzen. Ich möchte an der Stelle auch noch Feedback geben, was man besser machen könnte an dem Feature der Gildenpad und der Hydra. Und zwar könnte man zum Beispiel einführen, dass der tägliche Hydra-Kampf auch angezeigt wird, ob man den schon gemacht hat. Aktuell wird ja angezeigt, wer sich zum Kampf, zur Verteidigung gemeldet hat und wer das Dämonenportal schon gemacht hat in der Gilde. Hilfreich fände ich auch, wenn angezeigt würde, wer schon den täglichen Hydra-Kampf gemacht hat, damit man einfach sieht, wer aktiv ist und gegebenenfalls die Leute halt ansprechen kann, wenn das nicht der Fall sein sollte. Ebenfalls hilfreich fände ich eine Infobox zum Anklicken oder Aufklappen für ein besseres Verständnis, ähnlich dem Klassentooltip, der ja eingeführt wurde, einfach damit Neuspieler genauer sehen können, wie sich denn das alles zusammensetzt. Man könnte ja hier, wo aktuell dieser kurze Text ist, nochmal einen Button machen, wo man dann draufklicken kann und einen ausführlichen Erklärtext bekommt, um nochmal genaueres Verständnis zu bekommen, wie das Ganze funktioniert. Kommen wir auch schon zu meinem Fazit. Jedes Mitglied der Gilde sollte unbedingt sein Gildenpad auf den Durchschnitt der Gilde erhöhen, damit die Gilde das Maximum bekommt. Das ist neben den Gildenausbauten und der Ritterhalle einfach sehr wichtig. Man gibt was für die Gilde, für die Allgemeinheit, bekommt aber in der Gesamtheit auch etwas zurück. Und das gilt meiner Meinung nach eben auch für Free-to-Play-Spieler. Klar sind es ein paar Pilze, die man investieren muss, aber auf lange Sicht ist es einfach sehr wichtig. Und genauso eben auch täglich gegen die Hydra kämpfen, um das Maximum rauszuholen. Als Gildenpad wählt man wie gesagt ein Pad aus, was das gleiche Schadensattribut wie die aktuelle Hydra hat, um den maximalen Schaden anzurichten. Auf diese Weise schafft ihr es dann nach und nach von der einköpfigen Hydra auf die unzähligköpfige Hydra euch zu steigern. Der Bonus von der Hydra auf den täglichen Geheimauftrag ist gerade im Late Game eine sehr wichtige XP-Quelle. Um das zu
verdeutlichen, habe ich meinen Main-Account mal in den SF-Simulator eingelesen und habe mal ein Jahr lang simuliert. Der ist aktuell Level 582 und die Hydra der Gilde ist bei 19. Und wenn man hier jetzt schaut, der hat in einem Jahr 54 Milliarden XP gemacht und von diesen 54 Milliarden waren 8 Milliarden von der Daily Mission, also vom täglichen Geheimauftrag. Das entspricht etwa 15% Gesamt-XP. Also von Quests 11 Milliarden und 8 Milliarden vom Geheimauftrag, also fast mit den Quests gleich auf. Wenn ihr also auf diesen XP-Bonus nicht verzichten wollt, levelt unbedingt euer Gildenpad. Zum Schluss möchte ich auch wieder Danke sagen. Danke an die Betreiber des SF-Tavernen-Discords für die wichtigen Informationen im FAQ-Channel. Wenn ihr das nochmal nachlesen wollt, geht einfach links unten im Spiel auf das Zahnrad, bei dem Fenster, was sich öffnet, auf den Reiter Hilfe und Support und im Anschluss unten auf das Discord-Symbol. Da bekommt ihr den Direktlink zum SF-Tavernen-Discord, könnt ihr reinschauen, um zum Beispiel, wie gesagt, im FAQ-Channel nach Infos zu stöbern, nach Gilden zu suchen oder euch einfach mit den Leuten auszutauschen. Ja, so viel zum Gildenpad und der Hydra. Ich hoffe, es war sehr informativ für euch. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was dazu lernen. Ich habe bei der Recherche zu dem Video auch was dazu gelernt. Falls für euch immer noch Fragen offen sein sollten oder euch etwas aufgefallen ist, was eurer Meinung nach nicht richtig war in dem Video, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wenn euch mein Content gefällt, würde ich mich sehr gerne über ein Like und ein Abo freuen. Und ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Video. Ciao, ciao!